It's great to be here again. I've been coming to Delphi-Tage every year since 2006. So I'm sorry I missed the first year. I don't know where I was, but sometimes I don't know where I am at any given time in the world. I'm going to speak in English, and Matthias is actually going to give the presentation in German, and I love working with him because I say things that are wrong, and he fixes everything in German. Rote Farbe, ja. Danke, danke, danke. Meine Stimme ist durchdringend. David begrüßt euch alle. Er ist im Prinzip auch auf allen Delphi-Tagen gewesen, außer 2006. Da wusste er nicht, wo er ist. Er hat mich noch kurz vorgestellt. Ich bin sein Live-Debugger. It's so great. I wish I could say that, what he says, but so if you need to get David will Deutsch lernen. It's like, I could just sit here and go. So if you need to get a hold of me, here are all the ways that you can either follow whatever I'm talking about, or more importantly, I think I always want to hear what you're doing, what you like, what you don't like, what you need. And there are many ways to do that. If I'm on Skype, just say hi, or post comments or send emails. I love hearing from developers. That's why I travel all over the world. And of course, I have to do this job of presenting, but ultimately I like programming. So. Also hier die Kontaktdaten von David. David will halt eben auch immer gerne Feedback haben von euch, was ihr wünscht, was ihr wollt, wo ihr im Prinzip sorgenlöse Anträge habt. Und nächstes Jahr wird David 44 Jahre alt. So before I start, I want to do a quick attendee survey. So I want everyone to stand up who owns a copy of some version of Delphi. Alle mal aufstehen, die irgendeine Delphi-Version haben. And I don't know if the guy up there can turn the lights on temporarily so I can see the audience. Kurz mal die Lichter anmachen, danke. Okay. All right. So now don't sit down yet. Sorry, this is because you're going to be sitting all day long anyway. So if you are using and own as your latest version of Delphi, Delphi 7 or before, sit down. Wer Delphi 7 oder früher einsetzt, bitte setzen. If that's your latest version, most highest version. Okay. Then 2007 and before, sit down. 2007 und vorher bitte setzen. And then 2009 and before, sit down. 2009 und davor. So those you've made the Unicode switch, that's good. XE and before, sit down. XE. Okay. If you have XE2 and before, sit down. Also jetzt stehen nur noch die XE3 benutzen. Okay. So what this means is thank you, 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 thank you. And that means we have lots of selling opportunity if we do a good job, not only us today, all the Embarcadero people, but all of the presenters to show you how you can do great things with Delphi, which you already know for years, but also how you can do even greater things by using the latest version of Delphi, Delphi-Tage 3. Also man sieht hier schon, dass hier auch neuere Versionen ganz gut angenommen werden. Allerdings mit XE3, der aktuellen Version, haben wir noch durchaus Potenzial. Bestellformulare werden am Ende der Veranstaltung gerne abgegeben. So we all know that it's not easy being a programmer, but it's a lot of fun. So the main thing is how can we get more done? How can we deal with lots of new devices and platforms? So I don't mind a challenge, including
convincing everybody to be on the latest versions of Delphi. But I also know that we have to solve all sorts of interesting problems. So let's get going. Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen für Entwickler. Es macht natürlich auch Spaß, sich mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite wird man auch sehen, dass hier neue Technologien mehr und mehr in den Markt hineinkommen. So whether you're using Windows 8 today or think that Windows 8 is not for now, eventually you're going to have users and customers who are going to want to run your applications on Delphi 8, and we're going to help you be ready today and ready for the future. Mit Windows 8 steht natürlich eine große neue Innovation aus Redmond vor der Tür und wir helfen euch auch diesen Herausforderungen gerecht zu werden. And it's funny sometimes when I go to meetings and presentations these days, a lot of the presenters, including Daniel, have Macintoshes. Whether you like the Macintosh or not, it's a reality that Macs are inside of enterprise infrastructures and on the desks and in the hands of users. So being able to build Delphi apps for both Windows and Mac is a great thing. Auch Delphi-Anwendungen für Windows und den Mac zu bauen, ist natürlich eine Herausforderung. Ob man den Mac jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist einfach Fakt, dass sich der Mac in den letzten Jahren extrem etabliert hat. And who doesn't have a smartphone or a tablet? Is there anyone who doesn't have a smartphone? Wer or hat tablet? noch eine alte klassische Dampfröhre für als Telefon? So I'm sorry. No, but your users and your customers either do or will, and you probably will too. Und Kunden werden natürlich auch Smartphones mehr und mehr einsetzen. And so for Windows and Mac, XE3 is here today with all the latest support for cool and required capabilities. Und XE3 bietet all diese Möglichkeiten, um diese verschiedenen Märkte zu adressieren. And so the engineering team has spent a lot of time making sure that your applications work today and the IDE works today regardless of the versions on Windows 8, and that you can build new applications for Windows and for Macintosh with the versions of today and tomorrow. Und mit den verschiedenen Windows-Versionen wollen wir halt eben sicherstellen, dass eure Anwendungen auch auf den unterschiedlichsten Windows-Versionen laufen, heute wie auch morgen. And we know that we're never going to be done enhancing the product or fixing issues or documenting everything. It's an ongoing process, and we're committed to continuing to improve the capability of Delphi and the quality of Delphi. Die Möglichkeiten von Delphi und auch die Qualität von Delphi sind massiv verbessert worden. Hier eine kleine Übersicht. More than 52,000 DocWiki content pages to cover the product, 12,000 in just the last since XE2. Also mit 52 Seiten innerhalb der Dokumentation und 12.000 neuen Seiten, 52.000 zu 12.000 seit XE2 ist auch die Dokumentation massiv erweitert worden. And when we do the continuous integration builds and the automated testing, we have more than 500,000 unit tests and automated tests that are run even before humans start testing. Und auch mit sehr viel automatisierten Tests über Unit-Tests haben wir an der Stelle auch schon sehr viele automatisierte Tests außerhalb des menschlichen Einflussbereichs automatisiert. So one of the new things we did is make sure that your VCL and FireMonkey applications can run on Windows 8 and that you can take advantage of the user experience on Windows 8 even before we get additional compiler work done. Und wir haben auch sichergestellt, dass VCL und FireMonkey-Anwendungen sofort auf Windows 8 laufen. Delphi XE3 ist die supportete Plattform und darüber hinaus natürlich auch das Look and Feel, die User-Erfahrung, die User-Experience von Windows 8 umzusetzen. So for example, if I create the simple VCL application with a button, and run it, it looks like a Windows application that works. And then if I want it to be a Windows 8 style look and feel,
just right mouse click and convert it and choose the style that you want as default. And now hit compile and run, and you have a Windows 8 style application with no lines of code changed in your VCL applications. Mit der Antwort auf das Leben und den Rest des Universums hat David I hier eine kurze kleine Anwendung gezeigt, wie man auch eine bestehende VCL-Anwendung auf den Metros 8 UI-Style umändern kann mit entsprechenden Farbinformationen, das in kürzester Zeit. And also the same for FireMonkey. You just right mouse click, and in the case of FireMonkey, use the style system to load a Windows 8 style. Hier das Ganze mit FireMonkey, sucht jetzt hier einen passenden Stil aus. FireMonkey basiert ja auf vektorbasierten Stilen und auch hier letztendlich von der Programmierung genau das gleiche. Ich gehe mal davon aus, dass er wieder bei 42 landet, Fakultät, und die Antwort geben kann. So again, and we can style the whole screen or just the client area. We also have the wizards built in if you want to start with simply a Metropolis style. If you remember in the early days of Windows, there was multiple document interface, then single document interface. For Windows 8 style, Microsoft says you should use one of 3 default templates: blank, grid, or split pane. Also wir unterstützen auch hier die verschiedenen Projektvorlagen, die Microsoft hier auch favorisiert und zur Verfügung stellt. Das sind die entsprechenden Grid-Split-Layouts oder halt eben ein leeres Layout. Auch das können wir mit FireMonkey sofort umsetzen. Man sieht jetzt hier sozusagen einen Rohbau, den man natürlich mit Informationen noch füllen kann. Ich werde es nachher auch noch zeigen, wie es geht. With bigger buttons so that all of us humans with big fingers on a touch screen can tap the controls and the screens. I want to touch the Macintosh, but it doesn't, so oh well. Touch-optimierte Oberflächen auf passender Hardware. And again, that works whether it's a VCL application or it's a FireMonkey application. Und das natürlich für FireMonkey und oder VCL und oder C++ Bilder. And then okay, and then let's see, blue. Uh-oh. And so over here, this is a Samsung Slate 7. It's an Intel processor, but it's running Windows 8, and I've got Delphi running, and it goes full screen. But I also have a Delphi application running on the Windows 8 desktop using the live tile non-visual component that Marco Cantu developed for us. Hier sieht man ein Samsung, mir fällt es immer wieder schwer, das Wort in den Mund zu nehmen, ein Samsung Slate mit einem Intel-Prozessor, und hier läuft auch die komplette Entwicklungsumgebung, auch eine ganz normale FireMonkey-Anwendung, natürlich auch hier mit allen möglichen Funktionalitäten. And so I can update the tiles, and then eventually going back, it will update the display. So in this example, one non-visual component called live tile placed in your VCL or FireMonkey application gives you the integration with the Windows 8 desktop. Hier auch die Komponente, die das alles ermöglicht, die Marco Cantu auch mitentwickelt hat, die sogenannte T-Live-Tile. Das ist eine Komponente, um auch in das Kacheln, in das Badezimmerdesign von Windows 8 hier seine Delphi-Anwendung ansprechend zu repräsentieren. And there's component editor choices for the tile to do the deployment work for you. And you can set the properties in the object inspector.
Über den Objektinspektor kann man diese Komponente entsprechend mit Zertifikaten etc. pp. Ausstaffieren. Das Ganze funktioniert über einen Sideloading-Mechanismus, um den an der Stelle auch ja, zum Beispiel verschiedenen Größen zu geben, wie man hier sieht, also ganz normal über die rechte Maustaste oder über die passende Swipe-Bewegung auf dem Windows 8 Startmenü oder Startoberfläche, dass man das individuell anpassen kann. See, I never said side loading, for example. He's really good, really good. Okay. So today it's Windows 8 Intel processors, but in the future, when our ARM-based processor compilers are done, then you can have this same application running on a non-Intel device. Das funktioniert heute schon auf allen Slates, also ich sag mal Tablet-PCs mit Windows, die auf Intel und oder AMD-Prozessoren basieren. In Zukunft, wenn wir unsere ARM-Toolchain, also unsere Compiler-Werkzeugkette für ARM-Prozessoren auch fertig haben, dann wird das natürlich auch auf dieser Gerätekategorie sofort laufen. So again, it's easy for you to move your applications forward just with style and with one non-visual component. And the style will work on Windows XP through Windows 8 if you choose to have that user experience versus Microsoft, which is only Windows 8. Eine sehr schöne Möglichkeit, seine bestehenden Anwendungen auch Richtung Windows 8 Look and Feel hinzubringen. Das heißt natürlich auch, dass diese Anwendungen auch mit diesem Stil auch auf Windows XP-Maschinen laufen. Das Ganze in Kombination mit einer Komponente für Windows 8 spezifische Ausprägung für VCL und FireMonkey. There's a new Macintosh and a new operating system version. In particular, the Mac has the option of the new Retina display, and we've updated the styling with FireMonkey 2 to know that you're on a Retina display and to load the correct style for pixel by pixel, perfection at that higher resolution. Mit macOS Mountain Lion, was ja vor einigen Wochen auf den Markt gekommen ist, haben wir auch hier eine passende Unterstützung für hochauflösende Retina-Displays. Das heißt, die entsprechenden Ressourcen für die doppelte Auflösung werden von FireMonkey automatisch gezogen, um das auch pixelperfekt auf dem Bildschirm darzustellen. And we've updated the IDE project information to generate the right information for your Macintosh apps so that you can sell them in the Macintosh Application Store. Auch innerhalb von Delphi-Tage 3 gibt es die Möglichkeiten, auch innerhalb der Projektverwaltung gleich verschiedene Build-Targets für den Mac App Store oder halt eben auch für Debug-Zwecke anzulegen, respektive umzusetzen. In den Tools-Optionen finden sich da auch die passenden Optionen für die Developer-Zertifikate und das Developer-Profile automatisch mit drin. What he said. And so up here, if you have a OS X platform, under project options for a Macintosh app, you now have the entitlement list, which says what your application is going to use of the operating system. And to provision it, the OS X sandbox, your developer profile, and your profile information for your applications. Ja. So perfect. Absolutely perfect. And then if Microsoft adds other kind of wrapping technology that's required, we can do it. Also die Grundlage für die Provisionierung ist da. Wichtig ist auch, dass man damit auch in den Mac Application Store reinkommt. Das heißt in den Mac App Store für das Sandboxing, was dann auch von FireMonkey 2 Anwendungen unterstützt wird. And Anders Olsen proved that they would accept it. His math visualization application, which is also available in the iOS App Store, is now in the Mac Store for 99 cents that we use to buy beer and donate the proceeds to charity. Also Anders Olsen hat das auch schon ausprobiert, ob das dann auch von Apple akzeptiert wird für den Mac App Store. Und in der Tat, es wird hier akzeptiert. Er hat es mal hier auf 99 Cent festgelegt oder 99
Dollar-Cent, mit denen gehen wir dann abends immer schön eins saufen. Now, you still have to follow the Apple user interface guidelines and application guidelines, but there's no issues now in the building of your deployable application. Bleibt natürlich noch die User Interface Guidelines von Apple, die halt eben einige Restriktionen oder Hinweise geben, wie eine Anwendung auszusehen soll, aber die Infrastruktur für Developer-Zertifikate, Sandboxing etc. pp. Ist mit Delphi XC3 abgedeckelt. We've spent a whole year not only updating FireMonkey, but releasing the second generation of FireMonkey as part of XE3, including re-architecting some of the underlying capabilities to be more extensible going into the future. Wir haben im letzten Jahr FireMonkey massiv erweitert in Bezug auf Erweiterbarkeit, um es auch für die Zukunft fit zu machen. Das beinhaltet natürlich auch Performance, das beinhaltet natürlich auch ein paar architektonische Änderungen und das haben wir mit FireMonkey 2 umgesetzt. And we also added in some of the capabilities that were in VCL but not in FireMonkey 1, like actions, action lists, touch, gesture, anchors, audio and video, and so on. Einige Funktionalitäten, die man aus der VCL vermisst hat, schmerzlich zum Teil, haben wir jetzt auch in FireMonkey mit drin, zum Beispiel die Anchors, also die Ausrichtungsmöglichkeiten links, rechts, oben, unten, oder aber auch natürlich Actions, Action Lists, um auch bestehende VCL-Anwendungen besser portieren zu können. And for those of you who are standing, there are chairs down here, seats if you want to sit, you're okay? All right, you want to run for the exits, okay, no. Es gibt auch oben noch eine Live-Übertragung im ersten Stock und da gibt es auch Kaffee und Freibier, laut Daniel Wolf. Oh, there's free. The other thing that the team has done is a lot of, I'll say the term get-ahead work to make changes in the framework for mobile and for the future. So if you have XE3, look in the source code and you'll see if-defs for iOS, if-def for the next generation compiler, and other changes that are there and improvements for not only today, but into the future. Wir haben also auch heute schon in FireMonkey sehr viele Änderungen mit einfließen lassen, die uns auch für die Zukunft vorbereiten, sei das jetzt für mobile Plattformen, sei das jetzt für den ARM-Compiler, also über entsprechende if-defs, entsprechende Abfragen, um das in FireMonkey zu reflektieren. So we've also added ripped out some parts from the system and application and platform areas to create a whole framework for device capture, device management, and sensor management as we move into computers that have these kinds of sensors. Wir haben also auch aus verschiedenen Units entsprechende Funktionalitäten rausgenommen, um diese auch zu erweitern, zum Beispiel ein komplettes Sensoren- oder Device-Framework innerhalb von FireMonkey, was sich natürlich dann auch dahingehend äußert, dass wir an der Stelle auch sowas wie Sensoren, Bewegungssensoren, GPS-Sensoren mit drin haben. So for example, let's see. For a bitmap capture from a camera, I can put down an image, and then under the covers, I can use the FMX media unit to declare a video camera as a T-video capture device, and then get the current camera, or the default camera, set an event for when a bitmap a frame has been captured from the video camera, and send it, in this case, to the image. So here, sample buffer to bitmap, and putting it in the bitmap property of the image component on the user interface. Hier sieht man ein Beispiel dafür, wie man aus einer Komponente für eine Videokamera einzelne Bilder rausziehen kann, wenn diese Bilder dann fertig gerendert sind, dass man sie an der Stelle auf eine Bitmap, auf ein Image legt, um das dann auch darzustellen. And here comes the first scary moment in this keynote. Jetzt kommt der erste entscheidende Augenblick. All right, I warned you. For sensor and device management, if
if I can remember where. Let's see. Oh, it's probably over here. Sensors. Yeah, I know. Oh, here it is, devices and sensors. So in this case, I blogged about this the other day, I use the sensor interface, system.sensors, and I say, go to the capture device manager and get the count of audio and video capture devices that are available on my system. Hier ein kleines Programm, was die verschiedenen Geräte, Audio, Video, Sensorengeräte auf einem Rechner identifiziert, enumeriert, wie man so schön sagt, und dementsprechend auch darstellt. And then I iterate through the device array of capture devices that the capture device manager found and output information about the devices. Hier wird es dann halt eben ausgegeben. So its name, its media type, and what its current state is. Name, Medientyp und der aktuelle Status. So on Windows, it'll find the high definition microphone. Unter Windows hat er ein Mikrofon gefunden. And on Macintosh, which currently has control of the camera and other audio devices, we'll see 5 different devices available. Auf dem Mac sollte er jetzt 5 verschiedene Geräte finden. And so now I've got just several sound inputs, audio state, and the built-in eyesight camera of the MacBook Pro. Mikrofon, Kamera, alles Mögliche. Mit 42 Jahren kann ich das da oben nicht mehr alles lesen. And if I go over here and run this application, Jetzt nochmal auf den Windows Late PC. Nochmal genau die gleiche Anwendung. Klar, hier auf einer nativen Hardware findet er ein bisschen mehr. Zum Beispiel eine Webkamera, noch eine Webkamera. so the Slate has 2 cameras, right? The one out the back and the one in the front. So if you're building an application for a computer that may have a USB camera or a built-in camera, but you can also have your software, maybe it's an equivalent of FaceTime or Skype, see that there's 2 cameras and give the user the choice of selecting by using the sensor information to see if the device is available and to choose which one you want to use. Das Sensoren-Framework stellt generell erstmal die Schnittstelle dazu dar, diese Geräte zu identifizieren und dem Benutzer zum Beispiel anzubieten, welche Kamera er benutzen möchte, sei es jetzt ja eine Front-Facing, also eine vorderseitige Kamera oder eine rückseitige Kamera. Also FireMonkey bietet das von Haus aus an. So Anders Olsen took that bitmap grabbing application and updated it to FireMonkey 3D and has code behind for choosing which camera. Anders Olsen hat das auch in einer kleinen Anwendung reingebaut, mit entsprechendem Code die vorder- oder die rückseitige Kamera zu benutzen, hier auf dem Windows Slate PC. Und ich habe den Quelltext jetzt noch nie gesehen, immer wieder überraschend. So this code is using the default captured video, but you can also go and get devices by a media type and give a filter saying, just show me the video devices. And in this case, 0 is this back-facing camera on the back, and the 1 index in the array will be the built-in one. But I'm going to use the backward-facing camera, and his code then will take the sample buffer and it'll put it in that image, which is in a layer in a 3D viewport, and also a new component called texture material source. He'll put a bitmap in the material source, which you can then texture onto 3D objects like spheres and 3D rectangles and so on.
Also das Framework bietet auch natürlich an, diese verschiedenen Geräte zu filtern. Ich möchte zum Beispiel nur die Videokameras haben. Hier in dem Beispiel wird die rückseitige Kamera genommen und über einige Änderungen im FireMonkey 2 Framework, das bei 3D-Objekten eine Material List als Grundlage für die passenden Texturen von 3D-Objekten herhalten kann, wird das Video Capture Bitmap in die Materialliste rübergeschoben. Und das Ganze halt eben 3D. Und das schauen wir uns jetzt an. So there's a sphere which has a material source as a new property in exe3, and you can connect it to the material source versus having to go in and set in every 3D object you want to put something in, you'd have to go inside each one and set its material or its texture. In this case, you can use a non-visual component, just assign that source to every 3D object and layer you want, and have it automatically get there, just like a data source. Just like a data source or an image list. Yeah. It's not actually a list. Deutsch war die Frage. In FireMonkey 2 haben wir jetzt halt eben, wie vorhin gesagt, die Texturen wirklich in eine Texture Material Source reingelegt, wo man letztendlich die Grafiken mit reinlegen kann. Also ähnlich wie man es von einer Datenquelle erkennt, ohne jetzt in der 3D-Komponente hier einem Würfel direkt rumzuhantieren, hat man einfach die Textur in eine nicht visuelle Komponente ausgelegt. Das macht die ganze Handhabung von Materialien deutlich einfacher. And so here comes the second and maybe even more scary moment here in the keynote, which is all of you in 3D. Also jetzt der zweite erschreckende Moment 3D vielleicht. surface, right? Links sieht man halt eben ein... Well, or Ja. yeah. So, and then, you know, spin the sphere, right? So. Einmal kurz Licht im Saal. There's some light there. It's okay. So that's too scary. So Okay, again, danke. so again, yeah, lots of enhancements continuing in FireMonkey 2, and of course more work always to come. Capturing audio, again, actions, gestures, all of that. Also viel von FireMonkey ist halt eben umgestellt worden, was die Behandlung deutlich einfacher macht. Ich werde gleich auch noch ein paar Sachen davon zeigen, wie zum Beispiel Anchors, wie auch die entsprechenden Action Lists. Was auch neu mit drin ist, sind die sogenannten Gestures, die im FireMonkey Framework prinzipiell vorhanden sind, sodass man also mit individuellen oder Standardgesten arbeiten kann, um auf der Oberfläche auch innerhalb von FireMonkey Touch-Oberflächen nachzubilden, mit entsprechenden Gesten, mit entsprechender Ausrichtung. Davon gleich noch ein bisschen mehr. So a new media player component that works on Windows and Mac, and a media player control that can be embedded inside of your FireMonkey applications to display the media. Auch ein Medienplayer ist mit integriert mit passenden Codecs für die passende Plattform, weil es halt eben FireMonkey ist, natürlich auch Cross-Plattform für Windows, für Mac. Ob das jetzt eine MP4-Datei ist oder eine MOV-Datei, je nachdem, auf welcher Plattform man ist, nutzt er an der Stelle auch die QuickTime-Ressourcen auf dem Mac oder dementsprechend Direct Show für Windows, sodass es also direkt über die Standardmechanismen des Betriebssystems geht und man hier ganz, ganz tolle Schildkröten im Wasser sieht. So this was turtles in Barbados in April shot with this little Canon camera in a waterproof housing on an M4V file running on Windows. Das war halt eben ein Video von Barbados im April, da war David wohl und hat das mit der kleinen Canon-Kamera gemacht. So first what we do is use that open dialog box to get a selected file name and then put that file name in the media player component. And if it's actually media, meaning a playable video that has a codec associated with it, then we're going to output the resolution that we get from the media subproperties
the duration, the volume, we get all of that delivered that is taken out of the media file information. And then we tell it to play. Wenn die geöffnete Datei spielbar ist, werden notwendige Informationen dann auch in entsprechenden Trackbars für Volume und Position dargestellt. And then there's the state of the media. Is it playing? Is it stopped? You can test the state. And then you can also set the volume, change the volume from whatever the default volume was. And you can see where it's currently playing and move a trackbar with the timer. And if you change the trackbar, then you can change current time to move wherever you want to go in the media clip. Also über den Status kann man auf die Zeiten, auf die aktuelle Lautstärke zugreifen und diese in entsprechenden Trackbars wiederum reflektieren, um auch da visuell einen hübschen Media Player reinzubauen. Auch für macOS. So I did a blog post a couple weeks ago with the different supported media formats. You can just look inside the source code to see the registrations of those different file types. But you can also, if you have other media types, you can register your own codecs by using the codec manager class, just like FireMonkey uses, to add additional support for other types of files. Also in den Quelltexten sieht man auch die unterstützten Codecs. David I hat selber da einen Blog-Eintrag auf seinem Blog mal vor einiger Zeit schon gepostet. Man kann allerdings auch weitere Codecs dementsprechend mit einbinden, je nachdem, was man auf dem passenden Zielsystem drauf hat. Hier eine M4 Videodatei. So again, Ich glaube, die haben wir schon mal gesehen. in this case, I have the audio turned on the Mac, but you have the full choice on whether it's Windows or Macintosh. And then when we move to mobile and other platforms, you'll just have that same functionality with the same code on all of those platforms. Auch für die mobile Welt ist das schon alles vorbereitet. Das heißt, auf mobilen Smartphones, Tablets etc. pp. Haben wir schon die passende Infrastruktur dafür mit eingebaut. You can also style the full contents of your application, not just the client area. So here is a custom style for the minimize, maximize, and close buttons and the form caption. Also die Non-Client Area, im Deutschen würde man wahrscheinlich sagen Fensterdekoration, können mit FireMonkey 2, sprich System-Icons, Titelzeile etc. pp. Mittlerweile auch selber frei definiert werden. We also have support now in FireMonkey 2 for bitmap styles, bitmap-based styles, in addition to still having the vector-drawn styles that are available. Also neben der vektororientierten Stildefinition von FireMonkey-Anwendung gibt es in FireMonkey 2 mit Delphi-Tage 3 jetzt auch die Bitmap-basierte pixelgenaue Darstellungsmöglichkeit von Komponenten, sodass man also wirklich 100% das entsprechende native Look and Feel erreichen kann. So one of the ones we have is what's called the transparent style, which is a bitmap drawn style. Hier sieht man zum Beispiel auch das Lieblingstheme oder das Lieblingsstyle von David I. Das ist so ein transparenter Stil. Jetzt kommt eigentlich wahrscheinlich von David gleich die Aussage, dass er am liebsten immer noch so ein transparentes Display hätte, wie Samsung auf der Consumer Electronics Show schon vorgestellt hat. Wie man das zum Beispiel auch von, wie hieß der schlechte Film mit dem schlechten Schauspieler? Tom Cruise war das eine. Minority Report schon gesehen hat. Yep. And you can create your own bitmap styles with the style editor that's provided. Und man kann natürlich selber seine eigenen Stile, Bitmap-Stile definieren. In den Tools hatten wir schon immer den VCL-Stil-Designer. Das ist jetzt ein ganz normaler Bitmap-Designer, in dem man das durchführen kann. And there's much more that Matthias is going to show in the next session. Ja. We introduced live bindings as a binding engine and mechanism in exe2, where you use this editor to
define the bindings for fields to controls, controls to controls, and such. Some people found that to be hard to use, so we now have created for live bindings a visual binding surface that reuses the same diagramming engine that we use in UML. Mit Delphi-Xe2 hatten wir schon das sogenannte Live-Bindings eingeführt, die Möglichkeit an der Stelle Controls mit entsprechenden weiteren Controls zu verbinden, mit Datenquellen zu verbinden und weiter mit Controls zu verbinden. Einige Leute haben es halt eben auch ignoriert, weil es halt eben von der Technologie nicht unbedingt immer so besonders leicht zugänglich war. Mit Delphi-Xe3 und natürlich C++-Builder Xe3 haben wir das an der Stelle visuell durchgeführt. David baut jetzt hier einfach mal spaßeshalber ein paar Komponenten ein. Unten gibt es den Visual Live Bindings Designer, der auch visuelle Komponenten dort darstellt, um die Frage vorab abzunehmen. Auch Datenmodule, die in dieses Formular eingebunden worden sind, werden hier passenderweise dargestellt. Man kann jetzt die Properties dieser verschiedenen Objekte wirklich visuell zusammenstellen. Der Text soll halt eben auf die eine Caption, auf die andere Caption unidirektional oder wenn es geht auch bidirektional. Beim Ziehen dieser Linien werden auch automatisch hier diese Farben hervorgehoben, grün, rot. Es werden immer nur ein paar Properties dargestellt. Layer Management, vergrößern, verkleinern. Ist wirklich praktisch, findet sich in einer Art UML-Darstellung etwas reduziert, aber ich zeige gleich auch noch ein bisschen mehr dazu. This is great. I don't have to say anything. I just have to play with the product. So it takes advantage of the RTTI with this little ... ellipse like in the object inspector to give you all the bindable members that the live binding system knows about that make sense for that object. Ja. Über die RTTI, die Runtime Type Information, werden die passenden Properties, die Members ausgelesen einer Klasse. Generell wird hier erstmal nur das Wichtigste oder vermeintlich Wichtigste dargestellt, aber über diese 3 Dots, diese 3 Punkte, kann man auch über RTTI auf die anderen Properties zugreifen mit indizierter Suche, um hier auch andere Dinge mit reinzubringen. Hier jetzt das klassische Beispiel, Checkbox kann ich einschalten, ausschalten, von der Property Stage Checked auf die Edit Enabled. Auch hier hat man wiederum die Möglichkeit, dass entsprechende Vorgabewerte mit reingenommen werden, etc. pp. Aber ich erzähle schon viel zu viel. And also, Matthias will show you in the next session how to bind data sets and use this new component called prototype data source to allow you to build your user interface up. Maybe if you have a specification for a database or a data set, but you don't have it yet from whoever's doing the database work, you can still build your application and then reconnect to a real database and data set when it's ready. Ganz tolle Sachen, die ich gleich zeigen werde. It's just so easy for me. You have to travel with me and learn other spoken languages because it's just so much simpler. Ik praat Nederlands, want ik heb Nederlands op school gehad. Maar ik denk, Sharon, ja. Now, the live binding system, of course, works for data sets to controls and controls to data sets. And for FireMonkey, it's other than writing code, which if you get paid by lines of code, by all means, code. You can use the bindings to connect different aspects. This example is just to show you that you can even bind fields of objects, customer object, employee object, department object, whatever, to user controls or to other from sources to targets. Ja, mit Datenquellen basierend auf Datenbanken kann man natürlich auch dieses Visual Live Binding benutzen. Man kann es auch über den vorhin von David schon angesprochenen Prototype Bind Source hier
einfach mal Daten generieren, seines Bilder, seines Textes, seines Memos, um das auch dynamisch dann irgendwie mal auszutauschen. Beispiel dafür, man hat eine Spezifikation einer Datenbank, Felder 20 Größe, 30 Größe, Datetime, vielleicht ein Image, vielleicht ein Memo. Das ist im Prinzip in der Spezifikation der Datenbank schon enthalten, aber man hat die Datenbank nicht. Und mit dem Prototyp kann man diese Datenquelle im Prinzip simulieren und dann letztendlich auch, wenn man die eigentliche Datenbankverbindung dann auch hat, auch dann relativ schnell umtauschen. So a form is visual, but it's not a user interface control, but it is an object or class. And so in the object inspector, don't get caught up in the fact that the property is component and the property of the component is that. I'm simply putting in an object here instead of a user control or data set field and setting the, in this case, a true property of this class called Form1. Also hier über den Live-Binding-Experten, ich weiß jetzt gerade nicht, wo er ist, auf dem Edit, kann man natürlich auch die passende Verbindung zwischen Komponenten und Objekten setzen. Da steht zwar Komponente, aber generell kann man auch selbstdefinierte, eigendefinierte Objekte setzen. Wenn man jetzt eine Klasse definiert hat mit entsprechenden mit entsprechenden Fields, mit entsprechenden Methoden, kann man die auch hier drin benutzen. Es gibt dann sehr schöne Möglichkeiten, dann sehr abstrakt seine Objekte visuell in das Formular hineinzubringen. The other thing is that the live binding designer will try to do its best to keep you from making common mistakes. Also er hat den Honk-Faktor gleich mit eingebaut, der Live-Binding-Designer. Das heißt an der Stelle, wenn man irgendwie was Dummes machen will, verhindert er das. Right? And so on. And it's your choice. Ultimately, underneath the covers, there's still a binding list component, and you still have the binding editor that's available, like as in exe2. Der Binding List Editor für die Binding List, der ist natürlich immer noch weiterhin vorhanden. Das sind dann sogenannte schnelle Verbindungen, die es natürlich an der Stelle noch gibt. Zeige ich gleich auch noch. Oh, this is Delphi-Tage. Okay, we have C++ and we're finishing up the 64-bit C++ compiler for Windows. So, and Prism exe3 is included in Rad Studio exe3 with support for .NET, Metro, and for building WinRT apps from the REM Objects Company. Wir haben natürlich auch momentan noch ein bisschen Arbeit vor uns, den 64-Bit C++-Compiler, den wir uns auch bald erwarten. Delphi Prism, respektive Prism XE3 ist ja auch mit enthalten. Und darüber hinaus mit Prism XE3 auch WinRT-Anwendungen, Metro-Anwendungen oder Windows UI-Style-Anwendungen basierend auf .NET zu bauen, inklusive Visual Studio 2012 Integration. And also in exe3 and available separately is a new product that is built from the previous RAD PHP. We call it HTML5 Builder, and it uses and supports the HTML5 markup language with JavaScript and CSS3 for building user interface of applications that run on mobile or in browsers. And you can also connect to server-side objects like web services, data snap servers, and PHP application code. Das ehemalige Produkt RAD-PHP haben wir komplett umgebaut, basierend jetzt von vorne bis hinten auf jQuery und jQuery Mobile, um an der Stelle Desktop-Anwendungen, serverseitige Anwendungen, client-anseitige Anwendungen oder aber auch, ja, ich sag mal, mobile Anwendungen für Phones, Smartphones und Tablets zu bauen. Das Ganze basierend auf jQuery, jQuery Mobile, natürlich mit Ajax-Integration, natürlich auch mit HTML5-Komponenten, sofern sie irgendwo an der Stelle auch Sinn ergeben, dass man an der Stelle direkt auf den Canvas zugreifen kann, dass man GPS-Daten abgreifen kann, dass man den Local Storage benutzen kann, ein lokaler Speicher, ein SQL-Datenbank-Server sozusagen im Browser, bis hin natürlich auch zu anderen HTML5-Möglichkeiten wie Videoplayer etc. pp. So for example, a simple mobile application, client mobile application with an M-edit box, an M-label, and a button, I can write code in JavaScript
with full support for Code Insight for the JavaScript and the HTML5 and PHP if you need it for server side. In this case, I'm going to take the label contents and store into the label's HTML the concatenation of a string that's hello, the edit box's content, and putting an exclamation point. So in this case, HTML5 components and programming, JavaScript, CSS if I want to use it, all to build a mobile standalone application. Hier eine kleine Mobile-Anwendung, die jetzt hier auf HTML und JavaScript basiert. Wir inkludieren auch das Framework von PhoneGap darin. PhoneGap, was es ermöglicht, an der Stelle mit HTML5 und JavaScript ja fast x-beliebige Zielplattformen für mobile Hardware anzusprechen. Von Windows Phone 7 über BlackBerry bis hin natürlich zu Android und iOS. An der Stelle hier ein kleines, Label-Edit-Button-Beispiel, was man natürlich auch wiederum deployen kann. David deployt das jetzt auf ein mobiles Gerät. Das soll jetzt an der Stelle wohl eher ein anderes Gerät werden. Man sieht natürlich auch, bis hin zu iOS in verschiedensten Inkarnationen, verschiedene Grafiken, die man hier einbinden kann. Wo soll das Ganze hin abgelegt werden? Ich erzähle einfach mal weiter. Man sucht jetzt an der Stelle passenderweise einen Shared Folder mit dem Mac, wo man das im iOS-Simulator mal drin ablaufen lassen kann. Das ist jetzt hier eine Funktionalität von VMware Fusion, was David hier benutzt. Schreibt das jetzt hier in ein bestimmtes Verzeichnis. Das Projekt wird exportiert. Und aufgrund der PhoneGap-Technologie wird es auch als echte mobile Anwendung paketiert. Das ist einfach nicht nur eine Sammlung von HTML-Seiten und ein bisschen JavaScript, sondern PhoneGap nutzt hier wirklich die Möglichkeiten, dass daraus auch ein Application Bundle wird, was auch völlig problemfrei in den iTunes App Store deployed werden kann oder in den Google Play Store oder wo auch immer, je nachdem, welche Zielplattform ich auswähle. Wir unterstützen, wie gesagt, darüber hinaus auch BlackBerry und Windows Phone 7. Jetzt wird das Ganze natürlich auch noch ein bisschen zusammenpaketiert, weil wir an der Stelle das Ganze jetzt für PhoneGap machen, muss es einmal noch durch das kostenfreie Xcode durchgejagt werden, nachdem man dann an der Stelle auch das passende Verzeichnis und das Xcode Project gefunden hat, wird das dann tatsächlich noch kompiliert. Und ab da ist es ganz normal Deployment Provisioning für iOS-Geräte, die jetzt an der Stelle im Simulator laufen können oder direkt auf passender Hardware, wenn ich dann auch über das Provisioning meine entsprechende Developer-iOS-Geräte freigeschaltet habe, um das an der Stelle auch dahin zu deployen. David hält jetzt ein iPad hoch, nicht weil er ein iPad hat und ganz stolz drauf ist, sondern an der Stelle soll das dann, nachdem der Build succeeded ist, auch auf dieses Gerät übertragen werden. Im Idealfall sollte das jetzt auch gleich mal hochpoppen. Oh, it's already here somewhere. Where is it? There it is. Soll wohl schon gestartet sein. Und jetzt haben wir gleich eine ganz tolle Anwendung. Oh. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ich bin jetzt mal in erster Reihe. It'll read Crasht. it. Also hat noch Entwicklungspotenzial. So again, now it's, I just stopped talking. It's like a great thing. So here is just the app running on my iPad, and then we can switch back to here and go back and deploy to mobile again. And this time do Android and save it to a different drive, local drive, and use the Android tools with PhoneGap. So here we'll put Taga and say OK. And the HTML5 builder comes with the Android development tools and SDK, but you can also build all the targets using PhoneGap Build, which is Adobe's not development environment, build system in the cloud. But since I have them locally, I can choose to use the emulator or the device.
Hier das Ganze nochmal für Android. Der HTML5-Bilder kommt an der Stelle natürlich auch mit den passenden SDKs raus. Das heißt, man kann das auch lokal einfach zusammenstecken oder aber auch in der Cloud. Adobe, die ja PhoneGap mittlerweile übernommen haben, bietet auch die Möglichkeit an, dass man sein Projekt hochlädt in die Cloud von Adobe zu PhoneGap. Und Adobe würde an der Stelle auch die passenden Anwendungen für, ich sag mal, Android, iOS, BlackBerry und Windows Phone 7 zur Verfügung stellen. Wir wollen das jetzt auf ein Nexus 7 Gerät hier an der Stelle deployen. Das heißt, hier auf eine reale Hardware. Auch das wird über das Android SDK dementsprechend angeboten. Das ist dann mit Kabel verbunden und sollte an der Stelle rüber deployed werden. Und auf diesem mittelgroßen. And so in this case, if you use the PhoneGap Build cloud, you don't have debugging versus using the SDKs. But here is another example. This is a Google Nexus 7 tablet. And so we can get a picture from the camera. And there you all are. And I can take your picture and save it. And now that's captured. That's, again, an HTML5, JavaScript, CSS application, right, which accesses all the different parts, the accelerometer, the compass, the camera, the file system, all of that. It's an example that ships with HTML5 Builder. Auf dem Google Nexus 7, ganz tolle Anwendung. We have Interbase XE3, which has desktop and server and developer edition. It has the to-go edition, which is the full Interbase server in a DLL or a dilib on Macintosh. We now in XE3 give you some to-go test deployment user accounts so you can test deployment, and then if you want to do a big deployment, contact us for, or partners for licenses for deploying the DLL. And that's all part of Interbase XE3, which is now in the install, integrated into the install of Delphi XE3. Mit Delphi XE3 wird auch mittlerweile automatisch mal ein Interbase XE3 optional mit installiert, für auch schon fertig konfiguriert für den Datenbank Explorer. Als Developer-Lizenz zusätzlich raus gibt es noch mit jedem Delphi XE3 eine Test-Deployment-Lizenz für die To-Go Edition für Windows, für Mac, um einfach auch mal Interbase innerhalb einer DLL sehr kompakt einfach mal auf anderen Rechnern testen zu können. Neu ist auch der OODBC-Treiber, den wir komplett umgeschrieben haben, auch natürlich an der Stelle in 64-Bit. Now, I forgot two quick examples. One is for sensors, we have, depending on the hardware you're running on, we have a location sensor and a motion sensor, non-visual component, as part of FireMonkey that ties into the underlying sensor framework. Von den Sensoren-Framework will David I noch kurz zwei Beispiele zeigen. Das eine ist der Bewegungssensor, Motion-Sensor. Der Motion-Sensor, der an der Stelle hier auf seinem Slate eingebaut ist. Das heißt, der erkennt auch wirklich so Ausrichtungsmöglichkeiten. Wohin bewege ich mich denn überhaupt? Wie wird das Gerät gehalten? Das geht auf den meisten, ja, ich sag mal, mobilen Notebooks relativ schlecht. Deswegen hier auf dem Slate. Und ja, mit Beschleunigung, mit entsprechender XY-Z-Achse, mit den entsprechenden Winkeln, mit den entsprechenden Geschwindigkeiten So wird das angezeigt. this slate comes with accelerometer and also so you can do the orientation support. It's got the acceleration and it has support for angle acceleration, motion, and speed. Right now, though, Samsung for Windows 8 is only providing a 3-axis accelerometer. So we'll only get the X, Y, and Z acceleration. And so those are in the first numbers. The second column is NAN, which is a floating point, not a number. It's a real number in floating point world. And we can get the information from the device, and it says it's a ST Microelectronics 3-axis accelerometer. When they ship an updated accelerometer driver for 6-axis, then your applications will just get all the other data. Also hier dieser Beschleunigungssensor auf diesem Gerät kann halt eben nicht viel und er zeigt halt eben nur XYZ an. The other one is a location sensor that you can use to
do map applications or other things. And so if I'll run this application and activate it, and then the button click here is just going to do a shell exec to a browser by going to Google Maps URL. And so we're taking the latitude and longitude to find out that we're right about there approximately. Und hier die GPS-Komponente, die mir an der Stelle auch ziemlich genau anzeigt, da wo wir jetzt gerade sind. Or if this was an iOS 6 with Apple Map, who knows where we would be. Also mit Apple Maps hätte man hier wahrscheinlich nur eine große graue Fläche gesehen, vielleicht ein oder zwei gelbe Straßen. It just shows we're not the only company that has some issues sometimes. So before we open up for questions, just a few things about future directions of what we're working on after XE3. The first part has to do with mobile application development for iOS and Android. And an article appeared earlier this week, and it's on EDN, and there's the URL, which has a roadmap for mobile telling you what we're working on, how it's going to work, and when it's going to be available, and how you can get involved if you need to build mobile applications using FireMonkey and Delphi-Tage 3 as a starting point, and then simply get the new compilers and tool chains and recompile for iOS and Android. Bevor wir uns Fragen stellen, wollen wir noch ein wenig über die Zukunft reden. Das heißt, was wir in der nächsten Zeit vorhaben, unter anderem das Mobile Studio. Das Mobile Studio, was heute schon auf der Basis von XE3 und FireMonkey 2 die Grundlage bietet, um sich mit der Technologie zu beschäftigen. Wir haben zweck dessen auch eine Roadmap veröffentlicht, auf dem Link da unten, einfach nur 42544 merken, das ist die Article Number, um an der Stelle auch einen Überblick dazu bekommen, was damit drin ist, wann wir es denn auch, zu welchen Preisen und für wen auch kostenfrei zur Verfügung stellen werden. And if you want to get on the field test, contact the team here in Germany, and we'll put your names on the list. The entry point you'll need is to have XE3. If you have XE3, you can join the field test because it's based on FireMonkey 2, so otherwise you won't be able to program for it. Ja, also wer auch an der Feldtestversion, an dem Beta-Test teilhaben will, der kann uns gerne kontaktieren. Grundvoraussetzung ist allerdings dafür ein bereits existiertes, lizenziertes Delphi XE3 wegen der FireMonkey-Funktionalität, die dort auch natürlich in FireMonkey 2 Inkarnation die Grundlage bietet. And we'll also have Interbase to go for mobile, and as well as all of the DB Express drivers, DataSnap client, everything for building a client application on Windows, Mac, iOS, Android, and other device platforms in the future. And of course, we still have support for SQLite, which is on a lot of the devices. But Interbase to go fits very nicely. It's very small in a mobile world. Interbase geht auch mobil auf verschiedene mobile Plattformen wie iOS und oder Android. Oder, ja. And then beyond iOS and Android, we're focusing in the coming year on more enterprise capabilities for DataSnap and other software architectures, Windows 8 ARM-based WinRT, because we'll have the ARM compilers for iOS and Android, and also Linux Server, because once we can generate Android binary formats, I think it's Dwarf, I think it's called, then we can just easily take the server side and build Delphi server applications with DataSnap servers and database access for Linux Server. Der Plattform-Support von Interbase wird ausgebaut. So we're continuing to move Delphi forward at a rapid pace. We're extending the kinds of applications you can build, the look and feel of those applications, as well as the types of devices and operating systems that you can get to. And of course, the challenge is we have to, number one, get the compilers done, but number two, all these platforms are changing underneath us. Now iOS 6, next year different OS 10, new Windows, new devices with new sensors and hardware components. But we're going to keep moving forward and support as many and all of them as we can. All you have to do is use Delphi and FireMonkey,
and just recompile and deploy your application wherever we have compilers and runtime libraries. Wir haben in den letzten Jahren schon Delphi in unterschiedliche Richtungen ausgebaut, sei das jetzt neue Betriebssysteme, sei das neue Plattformen, seien das neue Geräte, seien das auch neue Geräteplattformen. Das werden wir, und das ist unser Versprechen, auch in Zukunft machen für neuere Betriebssysteme, für neue Sensoren, für neue Geräte, für neue Hardware- und Softwaregrundlagen, um an der Stelle seine bestehende Delphi-Anwendung auch mit einem gemeinsamen Quelltext auf diese unterschiedlichen Plattformen zu bringen. And with XE3 you get the media converter for VCL to FireMonkey, a TMS grid, and another cool looking style for your FireMonkey apps. Wer innerhalb der nächsten 6 Tage jetzt noch Delphi XE3 kauft, der bekommt auch ein Component Pack mit Media Converter, TMS Grid und einem Premium Style dazu. Das alles für die XE3, C++ Builder, Delphi oder Red Studio erwerben. Questions? Fragen? I Yes. have one question. You just showed the capabilities of the different versions, and you showed that the professional version does only give you the local database access. Is that still true? That's what we provide. We provide DB Express drivers for Interbase and SQLite or MySQL, but you can build whatever you want with third-party components or your own code. If you write your own code to talk to, we also have DBGo for ADO in the professional. So again, if you have a provider, build whatever you want. No problem. Yes, way in the back. Starting with the VCL application that currently compiles under XE2, and it has third-party components with the live binding property. Will the visual live binding designer break that? Yes, it will read it out of the form file. All the binding information is stored in the form file. There's an external .vlb file, which is just the coordinates of where the live binding designer puts when it loads a project. But every binding that you have, if you bring up the Visual Live Binding Designer, it'll display all the bindings. Noch akute Fragen aufgrund fortgeschrittener Zeit wegen verspätetem Beginn, Herr Wolf? David ist natürlich noch da, ich bin auch gleich noch da für entsprechende Fragen und Antworten. Noch irgendwie was aktiv jetzt unter den Fingernägeln brennt? Sonst bin ich natürlich Frank. Yes. Nicht die klassische Frage, kein Windows CE. Sehr gut, danke. What I can do is Show a video, I will do. He has a video, but I can switch VMs. I have a separate VM of a test version of the mobile studio for iOS and FireMonkey Delphi. So after we switch, I'll leave my computer up here, and rather than running the video, I'll just load a different VM, and then we can just see it, how it works and runs, and doesn't use free Pascal, doesn't require Xcode. It just builds a FireMonkey application, and it appears in the simulator, and everything is fine. There's just more work to be done to complete all the development work for. How long does it take to execute this? How long does it? Before you start the view test? It's described in the roadmap document that's out on EDN. The field test starts sometime later this year. Later this year. Yeah. But you get started today. I mean, you use the sensors, use the frameworks, use the capture device stuff that's in FireMonkey 2, and you're ready. All you'll have to do is load the project up, change the target platform, and hit run, or debug, or deploy, or put it in the store. So you'll see that after we switch over. Yeah. Gut, aktuell keine weiteren Fragen. Dann möchte ich 2 Sachen erwähnen. Das eine ist, für jeden gibt es draußen ein T-Shirt. Nein, noch nicht wegrennen. Also draußen gibt es T-Shirts, auch für die uns jetzt oben zuhören. Hier unten vom Auditorium gibt es die passenden T-Shirts. Jeder bitte nur ein Kreuz-T-Shirt. Ansonsten von der Pause, wir sind etwas in Zeitverzug. Wir sind, glaube ich, jetzt 20 Minuten drüber. Generell geht die Pause bis 15:15. Ich würde vorschlagen, dass wir uns um 5 vor hier wieder treffen. And one thing again,
If you want to know more about the Windows 8 Live Tile technology, Marco Cantu did that work. He's going to cover it in his session, but he's down here, and if you have questions about it, he can answer those. And I want to thank you all very much for your continued support of Delphi and for coming each year to the Delphi-Tage and also being active in your user groups in different parts of Germany. It is absolutely spectacular to come here every year and to see so many people that I know for all the years. So, my friends, again, thank you very much for being here today. Thank you.